Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, ich habe das Spiel aktualisiert. Ja, von Version 0 quasi auf die neueste. Ja, das Spiel wurde aktualisiert. Wir haben jetzt Informationen auf dem Minus-Ding. Ihr seht, das sind einige Versionen. Holy shit. Update wurde durchgeführt. Zusatzinhalte 1. Ausrüstung und Verbrauchsitems für deine Reise. Neue Kleidung für Noah und die anderen. Okay. Dann Bewegungsmuster angepasst für den einzigartigen Gegner Todesschwinge Ryo in der Äthia. Verschiedene kleinere Probleme wurden behoben. Oh, das ist der Level 100 Greif. Da oben beim Fröstelsee oder wie das heißt. Was war hier? Unterstützung für den Erweiterungspass. Kleine Probleme wurden behoben. 1.2 Funktion zum Speichern von Gruppenformationen hinzugefügt, mit der die Klassentechniken, Ausrüstung und so weiter aller Gruppenmitglieder gespeichert und geladen werden können. Diese Funktion kann im Hauptmenü durch Drücken von Plus aufgerufen werden und kleinere Probleme gelöst. So, das hier ist wichtig. Paket 2. Eine neue Heldin und Zugriff auf die Kampfprüfungen. Genau, wir sehen schon die Heldin, wie sie aussieht. Und die hat natürlich auch neue Missionen. Und hier wieder verschiedene kleinere Probleme wurden behoben. Okay. Ich habe zwar keine richtigen Probleme gemerkt. Wir hatten nur ein einziges Mal einen Fehler. Und das ist halt krass. Für ein Spiel, was released wurde, nur einen einzigen Fehler gehabt zu haben. Boah, war schon nice. Was haben wir hier noch? Optionen? Nix. Okay. Dann machen wir einfach fortsetzen. Also ich habe das Spiel noch nicht gestartet nach dem Update. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Bin selber ein bisschen gespannt. Und es wird heute wahrscheinlich, wenn kein neues DLC kommt, die letzte Aufnahme sein. Ach so, ich bin immer noch in der Höhle hier mit am Leveln gewesen. Stimmt. Ich hatte noch ein bisschen gelevelt, nicht so extrem viel. Bravado for courage. Ach, ich mag Nias Voice. Ich liebe diese Stimme von ihr. Ein paar Sachen habe ich. Ein paar Level habe ich gemacht. Ja, genau, Mio ist Rang 10. Das heißt, wir können mit ihr die Quest machen. Aber ich habe keine Ahnung, wo man die startet. Ich würde mal sagen, einfach hier. Der Cloud Keep. Hä? Oh, ich bin falsch. Okay, sie wird nicht hier gestartet. Okay, wo wird die denn gestartet? Da. Missionsereignis. Saffronia-Baum. Das da gestartet? Da bin ich mir aber eigentlich nicht so sicher. Aber da ist ein Fragezeichen. Aber es könnte auch die andere, Ich muss erstmal gucken hier. Erstmal gucken, wo wir überhaupt, ne? Da ist auch ein Fragezeichen. Hä? Hier sind voll viele neue Fragezeichen. Was ist das? Okay, hier scheint nichts zu sein. Cadencia? Vielleicht hier irgendwo was? Ja, jetzt habe ich zwei Fragezeichen. Das eine ist halt Ino, die neue Heldin. Oder wie sie heißt. Auf Englisch heißt sie Ino zumindest. Und das andere ist halt Nia. Hier, das ist, kennen wir noch? Scheiße. Oh, hier. Ah, das könnte wohl Gondor-Quest sein. Weil wir haben noch eine Quest, die wir von Gondor machen müssen. Das würde ich mal sagen, ist Gondor. Warum reise ich dann hier hin, wenn es... Ja. Ich würde mal sagen, das ist...
Oh, warte, wir können es ja ganz einfach testen. Wir wollen als Held einfach irgendjemanden. Aha. Guck mal, jetzt ist es weg. Jetzt ist das Fragezeichen schon mal weg. Dann gucken wir uns das Fragezeichen hier noch an. Wo war das denn? Ach. Hier? War hier kein Fragezeichen? Ah ne, das war hier. Hier war es. Saffronia-Baum. Saffronia-Baum. Ja, das ist verschwunden. Okay, das heißt, das ist entweder diese Quest oder die andere. Scheiße. Ja, okay, dann gucken wir. Wo war denn die andere Quest? Hier. Ah, ich weiß, was es ist. Alles klar. Ja. Die Quest hat schon begonnen. I'll come with you, and we will build the future. We will build the future. Ja. Wir haben schon die Quest begonnen. What do you plonkers want now? Hey, come on. Don't be like that. We're just here to say hi. Huh? What's that? You got time on your hands, have you? Huh? Why? If it isn't... I believe this is the first time we speak directly, isn't it, Gondor? Can someone tell me what the hell's going on? What's the Queen of AGNUS doing here? Oh, hang on. I suppose we are in AGNUS Castle right now. So, maybe it's not so weird to see you here. But what I don't get is, why does the Queen of AGNUS seem to know about me? That's... well, it's a long story. The Vandham name, and those that bear it, have a deep meaning for me. Oh, ja, stimmt. Das ist auch noch so ein, ja, quasi Easter Egg. Weil in Xenoblade 1 gab es Commander Vandham. Ja, der Truppenoberführer von Kolonie 9. In Xenoblade 2 gab es den Vandham aber auch. Und zwar... ja, ich habe keine Ahnung mehr. Aber den gab's. Und in Xenoblade X gab es auch den Vandham. Und der war auch Kommandeur, glaube ich. Ja. Ist schon nice als Easter Egg. In the past, we were saved by a man called Vandham. He taught us a lot about life and what it was we were called to do. It's no exaggeration to say that without him, there would be no me. Huh? A real deep connection between Nia and Gondor's fam. Spooky. The memories of it are all but lost now. These were events of the distant past. Oh. More to the point. Seems you dags have gotten pretty used to chumming up with royalty. Like it's no big thing. Well, Nia asked us to treat her that way. Like another one of the gang. Come on, Gondor. Surely you more than anyone wouldn't expect us to mince our words around Nia. Wind your neck in, will ya? Nothing wrong with how I talk. Oh, you're so bold and unabashed. I simply adore it. I suppose I am. I mean, you've passed through the conflict with the false queen, maintained order in the castle. There are a lot of things that came about because of your blood, sweat, and tears, Gondor. Huh? Well, that's a real heck of a compliment. Too much for the likes of me, maybe, a match. Eure Mayonnaise. What the fuck? All I reckon we really did was set a few boundaries to stop things going daft. Also das heißt Your Majesty, aber sie sagt einfach ja, Mayonnaise. I don't have a clue about your Agnian folks, though. You're just being humble, Gondor. Please, there's no need for it. It's not easy to earn people's trust, to maintain the balance. And you do all that while still remaining natural, unadulterated Gondor. Oi!
basically an adult. I'm almost... Oh, forget it. Gondor, you really soften up when you get a few kind words, don't you? Huh? Who you calling soft? I hope Agnes can count on your continued support. I mean, what I'd really like to be saying right now is bite me. But since I got a real deal queen going to all the trouble of asking me, I guess I've got to at least consider the request a bit. From the bottom of my heart, thank you, Gondor. As the nominal lady of Agnes Castle, I bestow upon you my sincere admiration for fulfilling the... Hey! Whoa! Enough already! It's like you want to make me squirm. Ah, there's our Gondor. Just shut up, will you? We're done talking about me, all right? You Ouroboros assholes, mind your own beeswax, all right? I better not hear you've been holding the queen back. Scheiße. You're a real goofy bunch, aren't you? Just being around you counts as a hazard. Pot calling the kettle black much there, Gondor love? Nias Erinnerungen. Genau. Aber ich dachte mir doch schon, da stimmt doch irgendwas nicht, dass da so viele Fragezeichen auf einmal weg sind. Ja, okay. Wir wissen auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Zumindest an ein paar Punkte. Pagodenlager. Boah, hier waren wir auch schon ewig nicht mehr. Das ist wirklich extrem lange her. Those empty ruins. Nia? Everything all right? This place you call Maktha Wildwood. Do you know anything about all the ruins and things scattered around here? Nein, tatsächlich nicht. No, to tell the truth. I never paid them any mind, I guess. But now you mention them, they do seem pretty weird. Oh. Hey, is this also related to stuff from your old world, Nia? That's a good guess, Senna. Not quite right, but you aren't far off. Aber ich kann mich nicht an diese Gebäude erinnern aus Xenoblade 2. Ich muss das unbedingt nochmal spielen. Also das wird auf jeden Fall kommen. Please, explain. All right, I will. This is probably something you ought to know about. I told you before about AIONIOS' creation, right? Well, what I'm about to talk about goes back much further into the past than that. You mean when the worlds were one? The people of that time had access to absolute power, using it to create and enjoy a flourishing civilization. Die Musik, Alter. But in the end, they started to fight each other for control over that very power. And because of that, the power became a calamity and ripped the world in two. What we're looking at now is the remnants of the destruction that humanity has wrought. So the true meaning of all this ruin is to stand as a monument to the history that created this world. If you really think about it, we human beings are the cause of all of it. I don't get it. Why fight till everything burns? The answer is because they were afraid. Afraid of what? Afraid of ending. All life, all civilizations and cultures, everything comes to an end in time. Of course, humans are part of the world too. We can't escape that rule either.
But people never stop looking for a way, even if it means going beyond the rules. Eternity. That's what they were searching for. Eternity. If the present moment carries on forever, then the end will never come. That's eternity. With that, the miserable decay that you're looking at now would never come to pass. I think you probably all know the rest of the story already. Why this world that we're in now is called AIONIOS, the realm of eternity. Zed also wants eternity, just as the people did back then. But, I mean, even though they were longing for eternity, to sacrifice so many lives to achieve it, it's not... It can't be right. I agree. We might get hurt, and someday we'll be gone. But we have to keep moving forward in spite of all that. That's what it means to live, right, Nia? Yes, exactly right. That must be clear to you all now. You should hold on to that vision of life. Cherish. Keep that in your heart so that you never repeat the mistakes of the past. Jetzt, wo ich gerade so überlege, dieser Baum, Alter, der kommt mir so bekannt vor. What the fuck? Lol, da hinten ist das Castle. Ist so krass, ne? Der Baum kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt, wenn man so darüber nachdenkt. Alles sehr interessant. Ja. Der andere war hier, dieser Sophronia-Baum. Da. Bin mal gespannt. Also wir kriegen noch 2 Stories. Oh, das sieht so schön aus. Ah, the scent of Sophronia. This takes me back. Takes you back. You mean you know what this is? Yes, of course. Sophronia trees used to grow in the world that I came from, you see. Ach, die Musik ist voll geil. Ist das eine Xenoblade 2 Musik? Das erinnert mich irgendwie an Xenoblade 2. Hä? Wie gut ist das denn? Nice. Huh? For real? So that's where Sophronia trees come from. Who'd have... That's not all. What you call the Orion Mountains came from my world too. Ja. Auf jeden Fall. Das wussten wir ja schon lange. Whoa, seriously? I always thought they were funny-shaped mountains. Nee, wenn du wüsstest, was das wirklich mal war. I mean, now they're mountains. Back then, they weren't so picturesque. Ja. Are there more places like this? Stuff that we don't know the true origin of? Okay. Es nervt mich gerade. Deswegen... Die Elgato macht wieder Macken. Obwohl ich die noch nicht so lange laufen habe. Aber ich hasse dieses dazwischen. Aber da kann ich leider nichts machen. Es ist nicht die Elgato an sich. Es ist diese App. Diese Elgato-App. Es ist einfach. So. Moment. So.
Zack. Da müssen wir wieder Bild haben. So. Actually, yes. In fact, I dare say, pretty much every way you've seen till now. Makes sense. If you hadn't been here, we'd have just walked right past like it was no big thing. I suppose it's good for you all to know about how things were in the old world. Well, now you've got all this new perspective, why not have a look back at the path you already traced? Looking back at where we came from. That could be a really valuable experience. Yes. Please, give it some thought. The path that you're on now will lead you to the future that you've dreamed of. Boah, schön diese Bäume, ne? Und ich fand das so geil mit der Musik gerade. Alter, ich habe so Bock auf Xenoblade 2 bekommen, ne? Aber ich kann jetzt nicht direkt danach noch Xenoblade 2 spielen. Ich muss ja auch mal anderen Nintendo-Content bringen. Aber ich habe so Bock auf Xenoblade 2 bekommen. Und eigentlich hatte ich, weil Xenoblade 2 ja nicht mein Maximum-Favorite-Game war, und ich es tatsächlich auch nicht komplett gespielt habe, also ich habe es durchgespielt, ja, aber ich habe zum Beispiel die DLCs habe ich nie gespielt, weil ich mir die nie geholt hatte. Oder, I'll claim the ether here. Oder, hier. Wie heißt es? Also ich habe schon relativ gut auf die 100% gearbeitet, ne? Ich habe auch alle, denke ich mal, alle Missionen gemacht. Aber halt, am Ende war ich irgendwie trotzdem froh, es durchgehabt zu haben. Also nicht von der Story her, sondern einfach vom Spiel her. Weiß ich, das war damals... Aber ich hatte auch noch, da gab es noch was anderes, ne, was dazwischen gekommen ist. Aber wie gesagt, Xenoblade 2 ist trotzdem ein tolles Spiel, Ja. Zum Beispiel Xenoblade 3 haben wir jetzt theoretisch fertig, aber ich habe keinen Bock, es aufzuhören. Weißt du, bei Xenoblade 2 hatte ich so gedacht, okay, ich bin fertig, ist gut. Weißt du? Und hier ist einfach so... Das ist einfach, ich will einfach weiter hier machen. Ich will am liebsten noch eine komplette Story hier erleben. Ich hoffe mal, man kann das irgendwie so ausdrücken. Okay, nächstes Gebiet. Ich habe keine Ahnung. Fragt mich das absolut bitte nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die 4 Orte sind. Ich muss es erst selber suchen. Ah, City vielleicht. Oder großes Schwert. Nee. Hier waren wir auch. Hier war nix, ne? Das Problem ist, das zu erkennen, ne? Boah, eigentlich müsste man mit Nia mal hier hingehen, ne? Ewige Anmut. Alter, das ist ja so geil, dieser Ort, ne? I guess we know AIONIOS like the back of our hand now. Kann sein, dass wir hier zum Castle müssen, aber... Glaube ich irgendwie nicht. Dann, wie gesagt, würde ich auf die City gehen. Ja. City, Halle der Erinnerungen. Da ist das letzte. Da ist das letzte. Your Majesty, there you are. Please, it's Nia. You aren't used to it yet, are you? I'm sorry, you're... Please forgive me, it's just... It's fine. I may have taken my teasing a step too far there. I hope what I'm about to say doesn't come out the wrong way, but... Yes? It's just... You're our queen. We believed you were the one that gave us all life, and that we'd return to you in the end.
You were like this awesome being high above. None of us could even dream of talking to you. And now you're just traveling along with us and chatting like it's an everyday thing. It's just really bizarre to me somehow. Like things have been switched around. It still feels a little strange. Could it be that it just hasn't sunk in yet? I see. Well, it's the same for me. What? I'm sure I've told you this before, but please indulge me. While I was asleep in the Cloud Keep, I was getting information about what was happening in the world. So I knew long before that you were not M, but an independent being called Mio. But it was nothing more than information. I wanted to truly know you more than anyone else, but I couldn't touch you, couldn't make contact. Ist sie ihre Mutter? I felt so close to you, but you were still this distant, far-off thing. It was so frustrating. But right now, you're so close, I can reach out and touch you, speak with you even. I never thought the day would come. It's a truly strange feeling. Es könnte wirklich sein, oder? It's the same for me. Irgendwie, also irgendwie sowas in die Richtung. Indeed. It's amazing, really, the way things worked out, don't you think? For sure. If I hadn't become Ouroboros, I'd never have had the chance to meet you, Nia. Sometimes a small pebble starts the avalanche, which changes your whole future. Don't you think? No, I don't think you can put it all down to chance. Huh? What do you mean? I think we met because we were supposed to, Mio. Because, to me, you're... Hey, Mio, Nia. Ja. Denn für mich bist du wie eine Tochter. Oder denn für mich bist du meine Familie oder irgendwie sowas. We're heading out soon, guys. Get a move on or you'll get left behind. Okay, we're coming. Shall we go join the others? Sure, let's do that. Mio? Yes? I'm really glad we got to talk like this. Yeah, me too. Nia. Siehste? Sie ist wohl ihre Mutter. Nehme ich jetzt einfach mal an. Nice. Cool, damit haben wir alle 4 Orte gefunden. Das bedeutet, wir können darüber quatschen. What the fuck? We could do with some food. Da kommt da einfach so ein komischer Leck dazwischen. Ach, das ist die Quest mit Gondor, ja. Let's lay out the facts. Okay, wo geht's als nächstes hin? Als nächstes geht's in das Ende, denn es ist wieder soweit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit Nias Ascension Quest. Bis dahin, haut rein und tschüss.